Hallo Freunde, weiter geht's auf der Agenda. Arax Abrollkipper und seine Container. Nachdem ich euch den erstmal live vorgestellt habe mit Original B-Modell und dem, das Video habe ich euch unten nochmal verlinkt. Und ja, letzte Woche, also vor 14 Tagen um genau zu sein, haben wir uns dann auch den ersten Container, den 3-Seiten-Kipper angeguckt. Auch das Video findet ihr in der Beschreibung oder oben in der Infokarte. Und auch die Bauanleitung dazu gibt es heute den nächsten Container. Dieser ist es hier. Was haben wir hier? Wir haben eigentlich eine interessante Sache. Ursprünglich wollte ich einen Kran bauen. Wie ihr seht, hier ist auch einer drauf. Probleme mit dieser Größenordnung und auch meiner Kreativität war, ich habe keine für mich akzeptable Variante gefunden, hier einen Haken dran zu machen, der sowohl von der Größe her passt, als auch vom Spielwert her seinen Zweck erfüllt. Ja, das nächste ist, man braucht auch entsprechendes Ladegut dazu, damit es Spaß macht. Habe ich nicht so richtig auf die Reihe gekriegt, deswegen ist das jetzt hier kein Kran in dem Sinne mehr, sondern es ist ein Wassertank hinten drauf. Symbolisch dargestellt logischerweise, ne? Also hier okay Wasser reinfüllen, das Ding ist nie wirklich dicht. Und das hier vorne ist dann ein Wasserverteilarm, sage ich jetzt mal, Gießfahrzeug, Landwirtschaftsbau, Gartenbau, was auch immer. Ne? 3-Seiten-Kipper, genau dasselbe Spiel. Also man kann mit dem Fahrzeug letztendlich dann hier sagen, es ist eine Gartenbaufirma, dem der gehört und der kann damit verschiedenste Aufgaben erfüllen. Heute geht es darum, die letzte Woche gepflanzten Bäume zu gießen. Also, geht los, wir laden das Ding auf. Können wir wie gesagt ein bisschen rumspielen hier. So. Das kennt ihr ja schon. Haken fährt raus. Geht dran. Und dann brauchen wir wieder 2 Hände dazu, dass man das hier ein bisschen besser hochziehen kann. Der Container ist wie bereits erwähnt schwerer als der vom 3-Seiten-Kipper. Der hat hier ein paar Teile mehr dran. Tut aber dem Spieler deswegen trotzdem keinen Abbruch. Ne? Also man sieht nicht anders hier. Wir ziehen das hoch. Und jetzt so. Die letzten Runden kommt man meistens ein bisschen geflutscht, platsch. Zack. Na, hier vorne müssen wir ein bisschen gucken, weil der Haken passt genau hier dazwischen. Ja, das ist wirklich Passpressung und wenn das nie ganz passt, dann verklemmt das. Deswegen ist das jetzt gerade ein bisschen reingerutscht. So sieht's aus. Jetzt habt ihr einen Container hinten drauf mit einem Tank und einem Kran. Von der anderen Seite sieht das Ding nochmal so aus. Der Container selber hat die Bedienung für einen Kran, für das komplette Teil hier vorne. Zum Hoch- und Runterfahren habe ich hier an die Seite gemacht. Die restlichen Arme werden dann hier oben. Man kam bloß hier schlecht dran, deswegen habe ich das im Container hier oben gelegt. Der Tank selber hat keine Funktion, es ist einfach nur Spaß. So, wie rum mache ich es jetzt am besten? Ich drehe es euch so rum. So, ne, also eingeklappt sieht so aus, wenn man den Kran jetzt auseinanderfahren will, fängt man hier oben einfach an zu drehen und dann kommt er hier raus. Wie gesagt, alles nur symbolisch, ne? Auch die Schläuche hier sind, wie gesagt, das ist ein Spielmodell. So. Die Drehung hier ist ohne Zahnrad, das macht man wirklich komplett manuell. Den vorderen Teil des Arms rausfahren, geht dann hier oben. Ja, also das Ding ist komplett Funktion, man kann es auch als Kran benutzen, allerdings wie gesagt, ich habe keine Haken irgendwie erfunden dazu. Also das könnt ihr gerne auch selber machen, wenn ihr das wollt, die Funktion ist ja dieselbe. Und man lasst einfach hier vorne die Düse weg. So, wenn ihr dann hier den vorderen Teil könnt ihr auch noch rausschieben. So. Und dann kann man, wenn man das will, jetzt hier runterfahren, den noch ein bisschen länger machen. Kann dann hier an der Straße langfahren und entsprechend hier die neu gepflanzten Bäume, Pflanzen, was auch immer, symbolisch gießen.
Selbe Spiel natürlich auf der anderen Seite, ne? Der Kran ist ja komplett. Drehen wir nochmal hoch, dann passt er übers Fahrerhaus drüber. Also hier ist auch kein Anschlag dran, irgendwie wie bei dem originalen Arox mit dem Kran. Dadurch, dass ich habe die Schläuche, wie gesagt, die sind logischerweise nie verbunden. Ne? Also ihr könnt hier 180 Grad drehen, die Drehscheibe knackt ein bisschen, das ist aber jetzt nicht weiter das Problem. So, ne? Also hier ist komplett frei beweglich, frei bespielbar. Genau, was ich noch gemacht habe, der Schlauch hier hinten ist noch reingesteckt. Der Tank selber ist auch, wenn man das will, abnehmbar. Zeige ich euch, wie gesagt, auch in nächster Woche in der Bauanleitung, wie der hier zusammengesetzt ist. Ja, also man kann, wie gesagt, auch den Tank separat machen, dann hat man hier eine flache Fläche und wenn man das Ding als Kran, dann kann man hier auch was aufladen. Das war mir wichtig, dass auch das funktioniert, dass man das Ding wirklich komplett nochmal adaptieren kann, je nachdem, was man damit selber machen will. So, ja, und wenn man das wieder einfahren will, schiebt man es erst hier rein. Düse reinklappen nicht vergessen hier, das ist wichtig, sonst passt es unten dann nicht dran vorbei. Und dann kann man hier sich ein bisschen den Wolf kurbeln. So. Haben wir das, knapp. Und dann fährt man das Geschoss einfach hier wieder rein. Zack. So. Ja, und dann ist der hier in sich komplett zusammengefaltet und hat dann kein Lichtraubenprofil, Überstand irgendwo, dass man hier nochmal fahren kann, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Genau, so sieht es aus. Container Nummer 2, Ladefläche mit Kran und oder in meinem Fall jetzt ist es hier ein Tankfahrzeug. Zack. So sieht es aus. Nächste Woche dazu die Bauanleitung zu dem Container. Tank, Kran, Container selber. Dann könnt ihr auch den nachbauen. Bis dahin wünsche ich erstmal viel Spaß mit dem restlichen, was ich euch schon gezeigt habe. Wer noch mehr Infos haben will im Vorfeld schon, wie gesagt, ich habe, während ich den hier gebaut habe, auch auf meiner Facebook-Seite verschiedene Videos hochgeladen mit den Zwischenständen und diversen Frustrationen. Könnt ihr euch auch gerne mal angucken. In dem Sinne wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit, eine schöne Woche, viel Spaß mit eurem Lego und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.